In diesem Video sprechen wir einmal darüber, wie du mehr Verkäufe auf Etsy bekommst mit Hilfe von Pinterest. Ja, es ist ja so eine Sache, ne? Wir legen uns einen Etsy-Shop an, packen ein paar Produkte da rein und dann hoffen auf das Beste, ne? Und im besten Fall hoffen wir auf viele Verkäufe. Und ich kann dir versichern, das funktioniert nicht. Du wirst irgendetwas tun müssen, um Verkäufe in deinen Etsy-Shop zu locken. Wie machst du das? Ja, eine gute Idee ist Pinterest. Weil Pinterest ist eine visuelle Suchmaschine. Das heißt, wer zu Pinterest geht, der tut das, um etwas zu lernen oder um sich Inspiration zu holen und tippt oben in der Leiste einen Suchbegriff ein und dann werden ihm verschiedene Pins rausgeworfen. Und diese Pins, die da rausgeworfen werden, die könnten zu deiner Webseite oder zu deinem Etsy-Shop führen. Und jetzt gebe ich dir einmal ein paar Tipps, wie du Pinterest Traffic nutzt, um auf Etsy mehr Verkäufe zu erzielen. Dazu gehen wir einmal an den Rechner. Ich bin jetzt hier auf Pinterest und jetzt gehen wir einmal zu Einstellung und dann gehen wir auf Kontoeinstellung. Und wenn wir jetzt hier runter scrollen, dann hast du eine Option, die sagt, dass du einen Pinterest Business Account haben möchtest. Und das steht hier, Kontoänderung. Bei mir ist es jetzt andersrum, ne, in privates Konto umwandeln. Also ich könnte jetzt wieder zurückgehen auf einen privaten Account, nachdem ich einen Business-Account habe. Wenn du das noch nicht hast, dann kannst du das hier umwandeln. Wie gesagt, das Schöne ist jetzt, ich gehe mal einmal zurück auf mein Dashboard hier. Das Schöne ist, du kannst jeden einzelnen Pin, den du jemals erstellt hast, nachschauen, wie viel Traffic er auf deine Webseite bringt und welcher Pin am meisten Traffic auf deine Webseite bringt. Weil es nutzt dir ja gar nichts, ne? Wenn du von irgendwem den Pin repinst und dieser dir Traffic schickt, nicht dir, sondern jemand anderem. Also das bringt irgendwie so gar nichts. Wichtiger ist, dass du Pins, die du von deiner Webseite pinst oder aus deinem Etsy-Shop pinst, dass die dir auch Traffic zurück auf deine Seite schicken oder eben in deinen Shop. Und das kannst du hier genau erkennen. Also du pinst quasi deine Pins von Etsy auf dein Pinterest-Board, siehst, wie viele Leute sich den angucken, wie viele Leute darauf klicken und du weißt, okay, davon muss ich mehr machen. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du das immer wieder analysierst und von dem, was funktioniert, mehr machst. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass du die Boards in deinem Pinterest-Account, ja, ich sage immer Etsy-Account, also in deinem Pinterest-Account erstellst, genau zu deinen Produkten passen. Das heißt, wenn du T-Shirts verkaufst, bringt es so gar nichts, wenn du Boards für Spielzeuge erstellst. Alles, die dein Kind interessiert. Ne? Also alles, was privat ist, soll auch privat bleiben. Und das stellst du einfach aus auf geheim, ein geheimes Board, das muss keiner sehen. Ja? Dein Business-Account ist auch nur für dein Business. Das heißt, alle Produkte, die da gepinnt werden, alle Sachen, die da gepinnt werden, alle Pins, die du da hinpinnst von deiner Webseite, die sind eben auch nur für dein Business. Und was auch immer du erstellst, ist mit den Keywords von deinem Business für dein Business optimiert. Wir schauen das jetzt einmal an, wie du einen Account, oder nicht wieder einen Account, sondern wie du dein Board privat einstellst. Ich bin jetzt hier einmal auf meiner Website und ich habe jetzt hier zum Beispiel Bloggen für Kreative. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kann ich hier runtergehen und sagen, okay, diese Pinnwand geheim. Wenn ich das jetzt anklicke, dann ist die auf geheim gestellt und keiner kann die mehr sehen. Dann kann ich darauf pinnen natürlich, was ich gerne möchte. Die Frage, die ich dir jetzt nicht beantworten kann, ist, verwirre ich damit den Algorithmus, also den Pinterest-Algorithmus in dem Fall, weil ich ja dann Sachen pinne, die nicht 100% zu meinem Business passen, werden die dann trotzdem von Pinterest gelesen? Ja, könnte sein, weiß ich nicht. Die Frage ist jetzt, willst du es riskieren oder nicht? Ne? Vielleicht erstellst du dir besser noch einen zweiten Account, den du für private Sachen nutzt. Ja? Das wäre die Königslösung hier und die würde ich auch absolut empfehlen, weil es kann nicht schaden, Privat und Geschäft getrennt zu halten. Ne? Klar, man muss sich einmal ein- und ausloggen, mag sein, aber heutzutage werden alle Passwörter gespeichert, also naja, warum nicht? Ne? Warum das Risiko eingehen, dass wir Pinterest im Prinzip verwirren und hinterher gar nicht mehr weiß, worum es in deinem Account überhaupt geht. Du solltest Pinterest-Designs erstellen,
die für deine Nutzer ansprechend sind. Wenn ein Nutzer auf deinen Pinterest-Account kommt, dann möchte er natürlich sofort sagen, ah ja, okay, der Pin interessiert mich und der und der und der. Oder besser noch, er gibt oben in die Suchleiste irgendeinen Suchbegriff ein und möchte dann ebenfalls von interessanten Pins angesprochen werden. Und genau auf die klickt er auch. Also, du musst wissen, was für deine Zielgruppe ansprechend ist. Wenn du das weißt, dann kannst du natürlich Pins erstellen, die eben ansprechend sind und worauf dann auch geklickt wird. Ne? Das ist der logischer Schluss. Ne? Wenn ich etwas eingebe und dann scrolle ich da einmal drüber und dann sehe ich, okay, das interessiert mich, dann klicke ich da drauf. Ne? Ich tue das nicht mit Pins, von denen ich von vornherein sage, ach nee, sieht nicht schön aus, gefällt mir nicht, also weg damit. Ne? Also man überscrollt das dann. Deswegen gilt es, ganz, ganz wichtig, du erstellst Pins, die wirklich ansprechend sind. Also darauf kannst du ruhig etwas Zeit investieren. Alle deine Pins sollten ein Format von 2:3 haben. Sprich, wenn du zum Beispiel 1000 Pixel breit hast und 1500 lang, weil Pinterest bevorzugt lange Pins, das heißt, wenn die länger sind als breit, weil diese in dem Format, das Pinterest anbietet, eben ansprechender dargestellt werden. Die solltest du erstellen und wie du das tun kannst, ist zum Beispiel mit Canva. Ich gehe jetzt mal einmal hier zu Canva, damit du das siehst. Ich werde da jetzt auch gar nicht groß irgendwas erstellen. Wenn du einen Canvas-Account hast, den kannst du kostenlos registrieren und du kannst auch kostenlos ganz viel hier nutzen. Dann gibst du hier einfach ein Pinterest und dann werden dir verschiedene Möglichkeiten rausgeworfen. Du kannst einen Pinterest-Pin erstellen zum Thema Hochzeiten, Video-Pin, Geburtstag. Also ich klicke jetzt mal einfach nur Pinterest-Pin und dann werden mir ganz viele verschiedene Templates rausgeworfen. Und wenn du jetzt hier runter scrollst, kannst du fast alle Templates kostenlos verwenden und anpassen für dich und noch für dich einzelne neue Bilder reinziehen, die dann eben auch wiederum zu deinem Business passen. Ne? Wenn dir das alles nicht gefällt und alles nicht zusagst und du auch das Ganze nicht aufhübschen kannst, indem du die Bilder austauschst, dann kannst du immer noch hier oben auf Pinterest Pins erstellen klicken, dann wird ein komplett leerer Pin erstellt, den du dann auch dementsprechend gestalten und dekorieren kannst. Ist ein bisschen schwieriger, aber wenn du designtechnisch da nicht ganz unversiert bist, dann ist das was für dich. Dann macht das auch richtig Spaß, Pinterest-Pins zu erstellen. Warum nicht? Ne? Wenn du jetzt für deine Bilder, also für deine Pinterest-Pins, Bilder benötigst, hast du zwei Möglichkeiten. Ne? Du kannst sie auf der einen Seite selber fotografieren, das ist auch eigentlich die beste Möglichkeit. Ne? Alleine schon, damit man nicht hinterher angeklagt wird, dass man irgendetwas Falsches gemacht hat. Also ich würde das da sehr vorsichtig sein. Oder aber du gehst zu Pixabay. Ne? Ich gehe mal einmal hier zu Pixabay und dort kannst du auch jeden Suchbegriff eingeben. Sagen wir mal, ich gebe jetzt Beach ein. Und es gibt ganz viele verschiedene Fotos, die ich hier nehmen kann. Und das Schöne ist, wo immer ich draufklicke, wird sofort angegeben, ob ich das für Commercial Use nehmen kann. Und wenn ich hier sehe, Free for Commercial Use, ja, dann kann mir nichts passieren. Ne? Dann kann ich diesen Pin oder dieses Bild nehmen für meinen Pin. Also immer aufpassen, dass du auch Bilder nimmst, die du nehmen darfst. Und wenn dem so ist, dann kannst du die für deine Pins nutzen. Jetzt gehen wir einmal zu Pinterest zurück und wenn ich jetzt hier oben einfach mal was eingebe, sagen wir, ich gebe jetzt mal hier ein Grafikdesign und dann werden mir nicht nur zu dem Begriff Grafikdesign etwas ausgeworfen, sondern mir werden hier auch ganz viele verschiedene Keywörter ausgeworfen. Also zum Beispiel Illustration, japanisches, Tutorials, Inspiration, Muster und so weiter. Lesen kannst du selber. Interessant hier ist, dass Leute, die sich für Grafikdesign interessieren, eben auch nach diesen Wörtern suchen. Und dementsprechend passen die zu deinen Suchbegriffen. Meine Empfehlung, nimm dir ein Spreadsheet, irgendetwas in Pages, Numbers, in Word oder in Excel, erstell dir eine Tabelle und tipp alle Suchbegriffe ein, die für dein Business relevant sind. Und dann schreibst du dir kleine Texte zu diesen verschiedenen Suchbegriffen,
die du für deine Pins nehmen kannst. Wenn du einen Pin erstellst, dann ist es ein Titel gefragt, dann ist eine Pin-Beschreibung gefragt und dann wird natürlich auch ein Link angegeben. Und ein Bild musst du auch noch hochladen. Ne? Hier kannst du so ein bisschen das SEO für dich nutzen. Das heißt, zum allerersten, wenn du auf Canva jetzt dein Bild erstellt hast und das Ganze auf deinen Computer abspeicherst, dann gehst du hin und und gibst dem Bild schon mal den Namen mit dem entsprechenden Suchbegriff, für den du dein Pin erstellst. Das heißt, angenommen, du nimmst für Grafikdesign, dann würde das Ganze Grafikdesign 01.jpg heißen. Diesen Pin lädst du hoch, dann packst du in den Titel den Begriff Grafikdesign wieder rein. Dann packst du in die Titelbeschreibung, also in die Beschreibung des Pins, auch wieder irgendwo den Begriff Grafikdesign und vielleicht noch ein paar verwandte Keywords rein. Diese Pin-Beschreibung hast du dir vorher in deinem Dokument erstellt, am besten ganz viele verschiedene, zu einem Pin oder zu einem Blogpost, den du geschrieben hast oder zu einem Produkt, was du hast auf Etsy. Wenn du das hast, brauchst du nur Copy und Paste einfach da rein einfügen und den Pin dann posten. Das Ganze machst du für dein Produkt ja vielleicht 5 oder 10 Mal. Ich weiß, es hört sich jetzt erstmal grausam an, aber die Idee ist wirklich eine gute, weil auf diese Weise hast du, ich sag mal, 10 verschiedene Pins über die Tage verteilt oder über die Wochen verteilt, die immer auf dein Etsy-Produkt verweisen. Und so können verschiedene Leute, die sich für verschiedene Dinge interessieren, vielleicht Pins, die für verschiedene Sachen ranken, trotzdem zu deinem Produkt finden. Ne? Und das ist wiederum eine gute Idee und du wirst davon auf lange Sicht auf jeden Fall profitieren. Du solltest Rich Pins einstellen. Was sind Rich Pins? Das war so das Erste, was ich mich gefragt habe. Also Rich Pins sind Pins, die du direkt von Etsy oder sonst wo pinnst. Pins, die kannst du auch von deiner Webseite pinnen. Und es werden verschiedene Metadaten von deiner Webseite von Etsy rausgezogen und direkt in deinen Pinterest-Account gepackt. Der Vorteil hier ist, dass Pinterest so weiß, mehr Informationen über deinen Pin hat und so weiß, wem die Suchmaschine diese vor die Nase halten kann. Ja? Deswegen ist es eine gute Idee, diese Rich Pins hier zur Verfügung zu stellen. Das machst du ganz einfach. Du gehst einfach hier in deinem Account auf Einstellung und dann gehst du hier auf Verifizieren. Und dann hast du hier verschiedene Möglichkeiten, was du verifizieren kannst. Einmal deine Webseite, einmal Instagram, einmal Etsy und einmal YouTube. Es kann nicht schaden, ne? Alles zu verifizieren. Ne? Zum Beispiel, wenn ich meine Videos hier poste, dann macht es Sinn, hier YouTube zu verifizieren, weil, wie gesagt, Pinterest zieht sich dann einige Informationen, die ich auf YouTube gebe, raus und post sie auf Pinterest. Also eine gute Idee, das so zu machen. Je mehr Informationen, desto mehr richtige Kunden oder je mehr richtige Abonnenten, Besucher, Fans, Freunde bekommst du auf diese Art und Weise. Du musst beständig sein. Was ganz, ganz wichtig ist, wie auf jeder Social-Media-Plattform oder auf jeder Suchmaschine, du musst beständig sein. Wenn du beständig einen Artikel pro Woche auf deiner Webseite postest, wird Google immer wieder bei dir vorbeikommen, den den Blogpost einlesen und auf der Suchmaschine auffindbar sein. Wenn du auf YouTube jede Woche 2 Videos einstellst, wird der Algorithmus dort wissen, dass bei dir zweimal in der Woche etwas los ist. Wenn du das Ganze auf Instagram machst, genau dasselbe. Und natürlich auch auf Pinterest. Deswegen ist es wichtig, dass du ein beständiges Pin an den Tag legst. Heißt das jetzt, du musst 50 Pins am Tag loslassen? Um Gottes Willen, nein. Das wäre auch vielleicht ein bisschen viel. Ne? Besser ist, wenn du jeden Tag 1 oder 2 oder 3 oder 5 Mal pinst, als wenn du einmal 500 Pins reinhaust, ja, und dich dann 2 Wochen nicht sehen lässt. Jetzt haben wir aber alle nicht jeden Tag immer wie Zeit. Ne? Was machen wir denn jetzt? Eine gute Idee ist es hier, Tailwind zu nutzen. Ich gehe mal einmal zu Tailwind, damit du das siehst. Tailwind hilft dir, deine Pins auf Schedule zu setzen. Das heißt, du kannst sagen, dieser Pin wird morgen früh um 8:53 Uhr gepostet, dann ist das so. Ne? Er wird immer dann um die Zeit gepostet, die du beschließt. Ne? Jetzt ist es so, Tailwind ist nicht kostenlos, aber du kannst
einen kostenlosen Plan nutzen. Das heißt, mit dem kostenlosen Plan, das ändert sich ja auch immer mal wieder, deswegen bitte einmal nachgucken. Ich sage dir, wie es jetzt gerade in diesem Moment ist. Das kann sich natürlich immer wieder ändern. Ne? Gehen wir mal hier auf Pricing und da siehst du schon Pinterest Plus und Pinterest und Instagram Plus. Es gibt aber auch eine kostenlose Version, die man jetzt hier nicht sieht. Aber angenommen, du meldest dich da an, dann wirst du auch sehen, dass es kostenlose Features gibt. Und da ist es dann so, dass du, ja, ich glaube, 30 Pins pro Monat kostenlos posten kannst. Aber wirklich ohne Gewähr, wie das gesagt, das ändert sich immer mal wieder. Deswegen bitte einfach einmal nachgucken. Nutze diese kostenlosen Pins. Wenn du jeden Tag einen Pin reinpinst, dann werden das auch eine Menge sein in einem halben Jahr. Du kannst aber natürlich auch einen Zehner investieren oder $15 im Monat und kannst dann sehr viel mehr Pins reinsenden. Die Frage ist, was kriegst du hin? Ne? Was schaffst du jeden Tag? Du kannst, wenn du Tailwind hast, jede Woche einmal dich eine Stunde oder 2 hinsetzen, deine Pins fertig machen, auf Schedule setzen, ja, und dann werden die automatisch zu dem jeweiligen Veröffentlichungsdatum gepostet. Und dasselbe funktioniert bei Tailwind auch mit Instagram. Das ist das Schöne daran. Ne? Es ist schon in deinem Plan enthalten, es wird dann regelmäßig gepostet. Sehr nett, ganz, ganz handy und vor allen Dingen, du musst dich nicht laufend darum kümmern. Und trotzdem generierst du auf diese Art und Weise immer neue Links zu deinen Produkten zurück und hältst dir immer wieder neuen Menschen vor die Nase. Weil, ganz ehrlich, so viel Traffic, wie es bei Pinterest gibt, können wir eigentlich gar nicht abgreifen. Ne? Und so viel brauchen wir auch gar nicht, um ein gutes Einkommen zu erzielen. Daher gilt hier, bitte einmal nachschauen, schau, was du da kostenlos rausholen kannst. Vielleicht investierst du auch ein paar Euro im Monat und sorgst einfach dafür, dass regelmäßig auf Pinterest gepostet wird. Ein letzter Bonustipp für dich. Erstelle Videopins. Ne? Wenn du jetzt sagst, oh Gott, das ist nichts für mich, dieses ganze Gefilme und so. Ja, verstehe ich, aber du hast garantiert ein Handy, ne? Und auch mit dem kannst du deine Produkte mal so ein bisschen filmen, ne? Etsy findet das toll, wenn du so kleine Produktvideos einstellst und Pinterest findet es noch toller, wenn du ja so Videopins erstellst. Die sind nämlich einfach ansprechender. Ne? Und während wir da durch unseren Feed scrollen, gucken wir uns die statischen Pins so an, ja. Aber wenn man einen Videopin sieht, ja, dann klickt man hin und wieder doch mal einmal öfter drauf, oder? So machen das auch bei Instagram. Ne? Scroll mal durch deinen Feed und du wirst sehen, die Reels oder die kleinen IGTVs sind sehr viel mehr gefragt. Ne? Deswegen gar keine schlechte Idee, ein Videopin zu erstellen. Ja, ich hoffe, dir haben diese 6 Etsy-Tipps gefallen oder besser Pinterest-Tipps. Und du wirst es jetzt erstmal umsetzen, damit du viel mehr Traffic in deinen Etsy-Shops bekommst, ganz ohne dafür zu bezahlen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und uns ein Like da lässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.